Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Wir haben die Schildkröten mit Mikrochips versehen, das heißt, um die zuzuordnen, wer was ist und um die auch entsprechend ins CITES-Verzeichnis eintragen zu können und die zu identifizieren, kriegen die halt diesen Transponder unter die Haut gesetzt. Das wird bei den Schildkröten am linken Vorderbein gemacht, sodass man nicht irgendwie dokumentieren muss, welche Farbe und welches Muster hat die, um die entsprechend zu erkennen. Und da kann man einfach mit dem Lesegerät drüber gehen und die Nummer, die dem individuellen Tier dann zuzuordnen ist, notieren und das dann vergleichen. Und das wird unter der lokalen Betäubung unter die Schuppen am linken Vorderbein implantiert und wächst dann da fest und kann mit einem normalen Lesegerät festgestellt werden. Das ist ein 15-stelliger Code und unter der Nummer wird dann auch halt im Verzeichnis registriert. Bei den Männchen ist der Panzer nach innen gewölbt. Das macht natürlich Sinn, wenn die Schildkröten sich verpaaren, damit es besser passt. Und dann werden Schildkröten auch sehr schnell. Also dann veranstalten die durchaus auch Rennen bei uns im Gehege. Und die Mädchen haben einen glatten Panzer und der Schwanz hinten ist auch deutlich kürzer bei den Mädchen. Man sieht, glaube ich, trotzdem schon sehr deutlich den Unterschied, dass beim Männchen der Schwanz dicker ist und deutlich länger und auch bis um dieses erste Segment des Panzers auch herumgeht. Bei den Mädchen ist das nicht so. Okay, sie zeigt es jetzt gerade nicht. Ist ein Mädchen, ist schüchtern. Alle unsere Schildkröten sind von privat hier abgegeben worden, teilweise durchaus auch aus schlechter Haltung. Sie werden natürlich immer alle gefunden und dann wird gefragt, ob die hier abgegeben werden können. Bei dieser Schildkröte, wie gesagt, sieht man ganz gut, sie kommt aus schlechter Haltung. Hier hinten ist der Schildpad von dem Panzer halt schon ab. Und da die Schildkröte schon relativ groß ist, also der Panzer schon sehr weit entwickelt ist, können wir da auch trotz Ernährung und guter Haltung nicht mehr viel dran beeinflussen. Ja, bei kleineren Schildkröten, bei ganz jungen, kann das manchmal noch funktionieren. Wie gesagt, bei der haben wir jetzt leider keine Chance mehr. Aber wir bemühen uns natürlich, dass es den Schildkröten hier trotzdem so weitestgehend gut geht. Ja, und jetzt dürfen die dann gleich wieder raus ins Außengehege. Ja, und dann hoffen wir einfach auf schönes Wetter für die nächsten Tage, damit die Schildkröten sich aufwärmen können und ganz aktiv werden. Wir haben vorhin über die Panzer der Schildkröte gesprochen.
wie wir sie geschippt haben. Hier haben wir mal ein Präparat von so einem Schildkrötenpanzer. Also hier kann man tatsächlich sehen, da ist keine Schildkröte mehr drin, sondern nur noch der Panzer. Und das, was wir hier sehen, das ist tatsächlich Knochensubstanz. Also der Panzer besteht aus Knochen. Aber hier hinten sehen wir das noch, dieses Muster, was da drauf war in Gelb und Schwarz. Das ist das sogenannte Schildpad und das liegt auf dem Knochen drauf und wird über den Knochen auch versorgt und wächst dann mit. Also man darf dieses Schildpad nicht verletzen oder zerstören, weil darunter sich sofort der Knochen befindet. Und wenn zum Beispiel eine Verletzung auftritt, dass manchmal eine Schildkröte von einem Hund gebissen wird oder ähnliches oder von einem Auto angefahren wird, dann bricht dieser Panzer und dann bricht der Knochen. Das ist ein richtiger Knochenbruch und das ist eine schwere Verletzung für so eine Schildkröte. Und da sollte man eben ganz vorsichtig mit umgehen. Und die Tiere haben tatsächlich auch Gefühl in ihrem Panzer. Also wenn man hier drüber streicht über so eine Schildkröte und über das Schildpad, was hier ist, dann wird das weitergeleitet auch an den Knochen und an das Tier. Die merken das also. Also muss man auch hier oben drauf vorsichtig mit sein und sorgfältig und gut mit den Tieren umgehen. Neben so einem Schildkrötenpanzer hier haben wir auch noch andere Präparate, wenn bei uns im Tierpark irgendwas anfällt oder wir auch vom Privat was angeboten bekommen, dann bewahren wir interessante Sachen auf für unsere Zoopädagogik. Hier haben wir zum Beispiel von Wildbienen eine Wabe, die man gut den Kindern zeigen kann. Auch normale Waben, Geweih und Gehörn oder die Schale von einer Schnecke, von einer Achatschnecke. Selbst Insekten kann man gut trocknen. Wir haben die jetzt nicht aufgespießt, woanders, weil die immer mal auch wieder rausgenommen werden und den Kindern in die Hand gelegt werden. Aber auch sowas bewahren wir auch. Federn natürlich oder auch ganz alte Präparate, die wir eben von privat bekommen. Die sind nicht besonders schön, aber manchmal kann man sowas eben doch noch verwenden. Die sind nicht schön, um sie jetzt irgendwo an die Wand zu hängen oder als Dekorationszweck. Darüber lässt sich ja sowieso auch streiten, ob das schön ist oder nicht. Aber zu Anschauungszwecken und zu Lehrzwecken ist sowas allemal noch gut. Und sowas bewahren wir eben auf. Das war's auch schon mit dem Video. Vergesst jetzt nicht den Kanal zu abonnieren und aktiviert auch die Glockennachricht, damit ihr kein neues Video mehr verpasst, weil ihr dann über jede neue Veröffentlichung eine Benachrichtigung bekommt.